Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und es geht nicht um einen Schreibtisch, wie man zunächst denken könnte, denn den seht ihr hier, sondern es geht um das neue Monitor-Monster, was ihr hier auf der linken Seite seht. Das ist nämlich mein neuer Monitor, der Samsung Odyssey Neo G95NC mit 57 Zoll. Ein dickes Ding, größer als man es erwarten dürfte. Wenn ihr groß euch vorgestellt habt, stellt euch nochmal größer vor, dann ist das dieser Monitor. Zwei 4K-Monitore nebeneinander, das ist quasi das, was dieser Monitor leisten kann. 7680 Pixel mal 2160 Pixel, also eine unglaubliche Auflösung von logischerweise 2x4K. Den schauen wir uns heute mal an, aber etwas anders, als man es beim Gaming-Monitor vielleicht denken würde. Ja, und etwas anders, weil ich diesen Monitor tatsächlich nicht fürs Spielen gekauft habe, sondern fürs Arbeiten. Das war der wesentliche Grund für die Anschaffung, denn auf so einem riesen Monitor kann man natürlich vieles tun. Hier nochmal so ganz grob meine Gründe, wenn ich mich auf 4 beschränken müsste. Also eine riesige Arbeitsoberfläche, das haben wir ja vorhin schon, oder habt ihr beziehungsweise im Hintergrund vielleicht schon gesehen. Und das bedingt sich einfach auch durch die Auflösung. Zwei 4K-Monitore ist natürlich riesig. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, das Ganze zu teilen. Also er ersetzt im Zweifel auch tatsächlich zwei 4K-Monitore, weil ihr in der Mitte teilen könnt. Picture-in-Picture ist sehr flexibel einsetzbar. Das ist hier bei dem Gerät wirklich gegeben. Also ihr habt viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wie ihr Dinge miteinander kombinieren wollt. Und das Ganze trotz der Größe und trotz des vielleicht riesigen Panels in dem Fall, muss man sagen, mit einer hohen Bildqualität, das waren meine Kaufgründe für diesen Monitor. Ja, ich habe mir den Monitor ja tatsächlich mehr zum Arbeiten als zum Spielen gekauft, deswegen hängt er auch im Wesentlichen an meinem MacBook Pro mit M1 Max Chip. Und was können wir denn da für Auflösungen aktuell nutzen? Ich habe schon verschiedene Kabel durchprobiert, das ist jetzt so das, was dabei rausgekommen ist. Wenn ihr die volle Breite des Bildschirms nutzt, dann habt ihr 5120 x 1440 Pixel und seid, was den Herzbereich angeht, zwischen 60 und 120 Hertz oder variabel unterwegs und habt auch die Möglichkeit, ein Hochkontrastbild zu erzeugen. Das funktioniert bei den weiteren Auflösungen, das werdet ihr dann gleich sehen, in dem Fall nicht mehr. Also sprich, bei der vollen Breite des Bildschirms seid ihr hier recht flexibel. Wenn ihr nachher den Picture-in-Picture-Modus verwendet, dann schränkt sich das Ganze etwas ein. Hier zum Beispiel hälftig, also sprich zwei 4K-Monitore oder Anwendungen nebeneinander. In dem Fall natürlich eine Auflösung von 4K, das dürfte, denke ich, keinen überraschen und hier noch vielfältige andere Möglichkeiten, aber eine maximale Auflösung von 4K. Schränkt euch aber tatsächlich ein wenig ein, was die Herzzahl angeht, denn da habt ihr nur die Auswahl zwischen 60 und 30 Hertz, könnt also nicht mehr auf 120 Hertz hochgehen. Die andere Option, die ihr natürlich noch habt, ihr macht 2/3, 1/3, sprich ihr teilt den Monitor über den Picture-in-Picture-Modus noch ein bisschen anders auf, als wir das jetzt gerade hatten, also zwischen voll und halb gibt es dann noch 2/3 eine Möglichkeit. Da ist es dann tatsächlich so, dass die Auflösung die höchste ist. Hier könnt ihr noch ein bisschen was in der Höhe drauflegen in den Pixeln, nicht in der Breite, aber in der Höhe. Verliert damit aber tatsächlich dann jetzt auch die Möglichkeit, eine Herzzahl zu adaptieren. Also da könnt ihr keine Herzzahl mehr einstellen. Hier wird mit 60 Hertz gearbeitet, das kann man am Monitor erkennen. Aber auch hier, das ist natürlich alles noch nicht ganz optimal. Ich versuche noch mal weiter verschiedene Kabel und werde noch mal ein bisschen weiter versuchen rauszufinden, woran es liegt. Wenn ihr Tipps dazu habt, wie man hier noch optimieren kann, sagt mir gerne Bescheid. Die Xbox-Varianten dürften keinen überraschen, denn die Xbox kann nicht mit Ultra-Wide-Monitoren umgehen. Hier seht ihr den normalen Anschluss, wenn ihr nur einen Monitor oder beziehungsweise einen Bildschirmteil verwendet, ohne Picture-in-Picture. Hier, wenn ihr es in die Breite zieht, macht natürlich wenig Sinn. Insofern ist das hier für mich dann noch abgehakt. Ja, und ich hatte es vorhin schon gesagt, eine wesentliche Kaufentscheidung für mich waren die umfangreichen Möglichkeiten im Bild-im-Bild-Modus. Hier seht ihr jetzt natürlich das Vollbild, das ist die erste Variante, die ihr machen könnt. Ihr habt dann noch die Möglichkeit, das Ganze in zwei 4K-Monitore aufzuteilen, das sehen wir jetzt hier. Auch das vielleicht eher so eine Standardanwendung. Dann habt ihr die Möglichkeit, und ich habe gerade eben schon drüber gesprochen, 2/3, 1/3 zu machen, was auf dem MacBook für die höchste Auflösung sorgt. Und dann geht es aber noch weiter mit weiteren Varianten, und zwar, ich sag mal, Observer-Mode, wo ihr quasi einen Bildschirm nur klein nebenher laufen lasst. Das ist jetzt hier die ganz kleine Variante. Ihr habt aber auch noch die Möglichkeit, den Bildschirm noch ein bisschen zu vergrößern und auch in den Ecken zu verschieben. Also gerade wenn ihr nebenbei irgendwie Fußball gucken wollt, kein Problem, könnt ihr mit dem Monitor ohne weiteres machen. Ja, was wir gerade eben tatsächlich in der Anwendung gesehen haben, zeige ich euch jetzt auch noch mal im On-Screen-Menü, denn hier habt ihr das Bild im Bild On-Screen-Menü, also einmal ein Ausschalten, logischerweise denke ich, dann die verschiedenen Optionen, das Ganze aufzuteilen, also sprich hälftig, 2/3 links, 2/3 rechts
oder aber auch diesen kleinen Observer-Mode, wie ich ihn genannt habe, wo ihr einfach nur eine Einblendung bekommt. Da könnt ihr dann auch noch die Bildgröße adaptieren und ihr könnt vor allen Dingen auch die Bildschirmposition adaptieren. Wenn ihr sagt, lieber rechts unten oder links oben oder wo auch immer, dann lässt sich das verändern. Die Quellen könnt ihr natürlich auch einstellen, sprich, was möchte ich mir auf den kleinen Bildschirm legen, was möchte ich mir auf den großen Bildschirm legen. Gleiches gilt auch für die Tonquelle. Wo soll der Ton ausgegeben werden? Über den Monitor. Da kommen wir gleich noch zum Ton über den Monitor. Das ist halt dann eben so ein bisschen das, was man hier noch adaptieren kann. Wir gucken dann auch noch einmal in den Bereich USB umschalten, haben wir gerade eben schon gemacht. Das ist quasi die Option, dann die USB-Funktionalität umzuschalten, denn ihr habt ja einen USB-Hub hinten dran und ihr könnt natürlich auch das Bild dann noch von breit auf normal bzw. Auto umstellen, sodass dann auch das Bild optimal getimt ist. Ja, vielleicht habt ihr es gesehen, ich nutze nicht den originären Standfuß, sondern wie ihr hier sehen könnt, eine Ergotron HX HD Halterung und die hält diesen Monitor quasi in der Position und lässt ihn in Anführungsstrichen schweben. Das Ganze funktioniert aber nicht out of the box, denn die Halterung ist für diesen Monitor aktuell nicht ausgelegt. Deswegen seht ihr hier meine Lösung. Ja, die habe ich bei Reddit gefunden, dass man hinten einfach noch eine zusätzliche Halterung anbringt, die über Federn zusätzliche Stabilität gibt und dadurch hält der Monitor sich auch in der Position. Normalerweise kippt er aufgrund des Gewichtes ein bisschen nach vorne. Wer mehr wissen will, findet die Links dazu in der Videobeschreibung. Zweite Herausforderung, die es noch gab bzw. gibt, insbesondere wenn man es halt eben als Arbeitsmonitor verwenden möchte, denn diese zwei Dinger, die ihr hier seht, das sind eben keine Lautsprecher. Der Monitor hat schlichtweg keine Lautsprecher, sondern einzig und allein einen Kopfhörerausgang. Die Lösung für mich war, ich habe sowieso hier unter meinem Schreibtisch schon seit einiger Zeit eine Sonos Beam installiert, die ich nutze. Die wollte ich jetzt dafür ein bisschen adaptieren. Was mussten wir dafür tun? Wir mussten uns einmal die Anschlüsse angucken und wir haben hier tatsächlich nur einen HDMI-Ausgang. Das ist etwas problematisch, denn wir haben auf der einen Seite Klinke, also sprich eine analoge Tonübertragung, auf der rechten Seite HDMI, wenn ihr so wollt, also eine digitale Tonübertragung. Deswegen brauchen wir erstmal einen Adapter und zwar erstmal den Adapter von optischem Ton bzw. optischer Tonübertragung auf HDMI. Der ist schon dabei, wenn ihr eine Sonos Beam habt. Dann brauchen wir noch einen Digital-Analog-Wandler. Das ist dieses Gerät hier, welches auch in der Videobeschreibung verlinkt ist. Da könnt ihr quasi einfach die eine Seite reinstecken und auf der anderen Seite kommt halt ein relativ einfaches Klinke zu Cinch, Kabel rein. Zum Beispiel das hier ist nur ein Beispiel. Nehmt irgendein Kabel, was ihr sonst nehmen wollt. Das Ganze könnt ihr dann miteinander verbinden und schon habt ihr tatsächlich auch Ton über externe Lautsprecher, in dem Fall über eine Sonos Beam, wenn ihr natürlich nur eine vorhanden habt, ansonsten müsst ihr euch tatsächlich eine andere Lösung überlegen. Dann kommen wir noch kurz dazu, was für Themen mir schon aufgefallen sind, beziehungsweise was ich so im Internet lese zu diesem Monitor. Also zunächst mal, das Gehäuse knarzt nicht groß, aber es knarzt in gewissen Kombinationen und das ist ein bisschen unschön, weil manchmal, wenn man gerade hier zum Beispiel eine Aufnahme macht und es knarzt im Hintergrund, ist etwas unglücklich. Hängt natürlich meist damit zusammen, wenn kleine Vibrationen an den Monitor kommen. Ich weiß nicht, ob das an meiner Halterung liegt oder auch mit der normalen Halterung der Fall wäre. Ich kann es nicht genau sagen. Die Temperatur ist relativ hoch, sprich, wenn ihr lange genutzt habt mit voller Auflösung und so weiter und so fort, dann steigt die Temperatur schon ein bisschen an. Es gibt aktuell keine Tischhalterung. Wie ich versucht habe, das zu lösen, habt ihr gerade eben gesehen. Laut Internet eine relativ hohe Pixelfehlerquote. Das ist aber, glaube ich, bei Early Adoptern immer so. Habe ich persönlich jetzt bei mir zum Glück nicht. Und natürlich hohe Hardwareanforderungen, wobei das kein aktueller Punkt ist, sondern sich einfach natürlich über die Auflösung von selbst auch definiert. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zu meiner Meinung nach 2 Wochen G95 NC in der 57 Zoll Variante und zwar, wie gesagt, aus dem Blickpunkt Business Monitor bzw. Arbeitsmonitor, weniger Spielemonitor. Denn als Spielemonitor mag die Betrachtung vielleicht nochmal komplett anders aussehen, als sie das hier bei mir tut. Denn gerade mit der Xbox, das ist meine einzige Spielemöglichkeit, kann ich den Monitor halt schlichtweg nicht voll ausnutzen. Aus Business-Gesichtspunkten muss man halt einfach sagen, die Breite des Bildschirms ist schon wirklich absolut der Hammer. Das ist ein Riesentrümmer. Gerade wenn ihr 2 4K-Monitore parallel nutzen wollt, ist das wirklich richtig, richtig gut. Ob man jetzt die Auflösung im Businessbetrieb voll über die gesamte Fläche braucht, von links nach rechts mit einem Monitor, das lasse ich mal dahingestellt sein, aber gerade diese Aufteilung und die Picture-in-Picture-Modi sind wirklich richtig, richtig gut. Der Preis 2.400 €, zumindest als ich ihn jetzt gekauft habe, das ist natürlich ein absoluter Hammer auch. Der muss günstiger werden, wird er sicherlich auch, wenn dann die Produktion erstmal richtig angelaufen ist und sich das Ganze verkauft, aber ihr dürft nicht vergessen, das ist halt wirklich ein riesen Monitor und der kostet natürlich in der Produktion sicherlich auch etwas mehr als ein normaler 27 Zöller. Würde ich ihn mir nochmal kaufen? Ich weiß es nicht genau.
Für 2.400 Euro nicht, für einen geringeren Betrag, ich sag mal so 1.500 Euro würde ich glaube ich zuschlagen. Für über 2.000 Euro würde ich persönlich sagen, ist es mir zu teuer für das, was ich hier geboten bekomme, auch wenn das Gebotene natürlich schon ziemlich cool ist. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.